Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir in Pendrago aufgehört, der riesigen Hauptstadt, die von Boshaftigkeit verseucht ist. Ihr seht das schon im Hintergrund. Die Boshaftigkeit schwebt hier wirklich durch die Gegend. Und das heißt ja meistens nichts Gutes. Mussten wir schon in Hyrule feststellen, glaube ich. Wie war das, Hyrule? Ich weiß nicht mehr. Aber in einer anderen Hauptstadt auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was hier die Kardinalin zu sagen hat. Denn die ist eigentlich, glaube ich, schuld an der ganzen Sache. Aber wir gehen einfach mal in das Ostviertel. Gucken mal, was hier so Sachlage ist. Da kann man eintreten. Wir werden aber erstmal die Truhe aufmachen. Erdbeermürbekuchen. Klingt lecker. Was sagt er? Zutritt ist für Unbefugte nicht gestattet. Diese verdammte Wetter. Du solltest nach Hause gehen und dir etwas Trockenes anziehen, bevor du dich erkältest. Oh, er macht sich Sorgen. Das ist ja nett von ihm. Aber wir gehen da einfach mal rein, denn hier kann man eintreten. Gucken mal, wer hier so wohnt. Vielleicht ist das sogar das Wachlager, wo... Ja, er wartet da auf uns. Perfekt. This should be a better place to talk. Did everything go okay? Can we get in the church? I secured the permissions, but after that last incident, I'm afraid we're likely under high scrutiny. So what else is new? They weren't big fans of us in the first place. Yeah, good point. We've got nothing to hide. Let's do it. Look at that. Ever since Rose joined up with us, I feel like Sorey has become so much more proactive. Tja, das macht die Frau halt, ne? Thank you. It was my decision to begin with. And besides, I've really wanted to see the shrine inside the church. There's something about you that reminds me of the Pope. He too would never hesitate to spare expenses for the sake of his people. Oh boy, another masochist. I see. I've prepared lodgings for you. I pray that the Seraphim will also be able to rest well tonight. But Captain, it's been 3 days since last we heard from Boris after his infiltration. I believe we should hurry. Who's Boris? The rain may be affecting our food supplies, but I shall prepare our famous Drago stew for you. Drago Aren't you the Stew. least bit concerned? He's your only brother. Wie entsetzt sie alle gucken. I do not wish to burden you with my troubles any more than I already have. Please rest for now. It's a kind offer. Let's take it. We will. Thank you. So, das heißt, er macht jetzt lecker Essen für uns, oder was? Und wir können uns hier nochmal umgucken und mit allen sprechen. Boris ist der jüngere Bruder des Hauptmanns. Er hat seinen älteren Bruder immer unterstützt, im öffentlichen sowie im privaten Bereich. Er war ein ebenso talentierter Ritter wie sein Bruder, aber er ging, um bei der Suche nach der Kardinalin zu helfen. Und jetzt... Tja, wie er sind auch viele andere verschwunden. Ich kann gerade nicht lesen, es tut mir leid. Aber es geht noch, oder? Bitte tretet hier nicht ein. Wisst ihr, Hütte, nicht alle Mitglieder des Rittertrupps sind mit dem Hauptmann einer Meinung. Das solltet ihr nicht vergessen. Okay, das heißt, da sind dann die halt eher anders denken, oder was? Wenn überhaupt, dann ist Hauptmann Sergei zu ehrlich. Aber deswegen halten wir alle zu ihm. Die Pflicht, den jungen Herrschern zu beraten, sollte nicht einem Einzelnen zufallen, ob es nun der Rittergruppe, der Kirche oder eine andere Einheit ist. In Zeiten wie diesen würde Papst Masedra wissen, was zu tun ist. Tja, aber leider ist er ja verschwunden, ne? Boris ist Sergeis jüngerer Zwillingsbruder. Er tut immer alles, was er kann, um seinen älteren Bruder zu unterstützen. Ja, das habe ich ja schon rausgefunden. Viele unserer Männer sind bei ihren Ermittlungen zu Kardinalen verschwunden. Sie alle waren fähige Ritter. Da könnte man sich schon wundern. Ich will dich nicht noch mehr mit meinen Sorgen belasten, als ich es sowieso bereits getan habe. Bitte ruh dich einfach aus. Das heißt, ich soll jetzt zurück zum Gasthaus, oder was? Sergei sure seems like a good guy. He is. Though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. Ja, das ist halt das Problem, ne? Let's not get hung up on Was ist other das hier? people's issues. Was ist denn das hier? So ein Platz, oder was? So ein Theaterplatz oder so ein Ankündigungsplatz. Und mit einer Truhe dahinter.
Die Schatztruhe ist verschlossen. Ja, ist natürlich eine goldene. Da habe ich den Schlüssel noch nicht. Mann. So eine Kacke. Vielleicht ist hier auch noch eine. Nein. Schade. Na, ob hier noch irgendwas stattfinden wird, man weiß es nicht. Bin gespannt. Aber erstmal gehen wir hier natürlich weiter ganz normal durch die Stadt durch. Hier geht's runter. Ich gucke nochmal hier hoch. Hier ist auf jeden Fall das Schloss. Alter Schwede, ey. Ja, ich denke mal, da werden wir demnächst reingehen. Gucken nochmal, ob hier noch Truhen hinter sind. Aber sind es leider nicht. Schade. Hätte sein können. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Gasthaus. Und ruhen uns dann eine Runde aus. Und ich denke mal, dann wird es auch weitergehen. Das Nordviertel, das ist aber auch noch neu. Da war ich auch noch nicht. Oder? Die Atmosphäre in der Stadt fühlt sich irgendwie schal an. Das muss an all dem Regen liegen. Das geht schon so lange so, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie die Sonne überhaupt noch aussieht. Anstatt er dann einfach woanders hingeht. Schatzdetektor. Habe ich schon... Achso, guck mal da. Norman. Auf der Bank. Am Pennen. Geiler Typ. So. Basteln wir mal einfach auf das erstbeste Schwert drauf. Ist vielleicht nicht so die cleverste Variante, aber ist okay. So. Ja, weiter. Da ist noch eine Truhe. Die kriegen wir locker auf. Wie halt immer Truhen in der Stadt rumstehen, ey. Die keiner aufmacht. So, hier ist nichts. Sonst hätte er schon Alarm geschlagen. Hier ist auch scheinbar nichts. Nee, perfekt. Okay, dann können wir hier weitergehen. Nehmen wir einmal auf den Aussichtsturm rauf hier. Was war das denn? Und der hat einen guten Geschmack. Das Gasthaus ist nicht billig. Was? Das Gasthaus ist am Wohnplatz. Oh, die gibt mir ja Tipps. Witzig. Keine Spur, was? Verflixt. Ich weiß einfach, dass die Kirche dahinter steckt. Wenn wir dafür nur einen Beweis hätten. Ah, die suchen die Leute, ne? Ach, da ist ein Monolith noch, ganz am Ende. I can sense the ancient tongue. We're near one. So, ich frage mich, warum da immer dieselben Tipps stehen. Eigentlich macht das keinen Sinn. Aber naja, gehen wir zurück. Gehen in den unteren Bereich der Stadt am Brunnen. Gehen dann da quasi zum Gasthaus. Und dann geht es ja auch wahrscheinlich dann schon, geht dann in die Action los, nehme ich mal an. Da ist noch was drin. Ah, da geht's hinter. Ah, schade. Wäre eigentlich der perfekte Ort für eine Truhe gewesen. So, dann einmal runter hier. Und hier ist das Gasthaus. Dann wollen wir mal eintreten und die Nacht dort verbringen mit lecker Essen. Now that was a meal. Hey, learn some manners. You sure can eat. Wie die gucken. can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself. Wie sieht denn das aus, wenn die essen? 5 points. Ist der Löffel dann in der Luft oder was? It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. A soldier, huh? Ja, der Diebe, wa? Soldier, aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? Früher, so alt ist sie jetzt auch noch nicht, oder? That's it for me. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Wind Riders, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Bisschen übertrieben. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true.
But then, the imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Ja, Menschen werden ganz schnell zu Very Aliens. true. You can even consider them two sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. What? Hey, Dazzle! Was zum Henker? Warum haut die einfach ab? I wonder if someone ordered an assassination. Who? And was she asked to do it by herself? Either way, this is bad. Ah, die ist oben, war, wo ich gerade war. Und jetzt sind hier bestimmt auch Monster auf der Straße. Wundern wird's mich zumindest nicht. Was hat der jetzt schon wieder zu sagen? Ich kann mich wohl wirklich nicht beklagen, aber in einer regnerischen Nacht die ganze Zeit herumzulaufen, da wird einem wirklich kalt ums Herz. Ja, du stehst hier doch die ganze Zeit. Muss da nicht mal rumlaufen. Gut, dass ich das schon erkundet habe und weiß, wo man da hinkommt. Warum stehen die da? What's wrong? Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. No. It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Macedra. Huh? You're gonna kill the Pope? Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. And what if we find out that he's bad? Dann muss er sterben. The scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Die würde sich also gegen mich stellen? Was that inappropriate? I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby. We make sure what kind of person our target is first. I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good. I'm starting to understand too. Why she bears no malevolence, that is. Because Die mal guckt, ey. he is. Rose would certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Was the Pope the type of person who would just up and start a war? So, da können wir einmal speichern. Sicherheitshalber. That's certainly not the impression of him we got from Sergei. He's the de facto leader of a powerful country. Ich frage mich gerade, ob wir zu Sergei zurück müssen. Ein unterirdischer See. Zu den Cambria-Höhlen, meine ich. Das ist noch eine andere Quest, oder was? Lass dich nicht ablenken. Ja, Moment. Wo müssen wir denn hin? Ah ja, gut. Gehen wir erstmal in den anderen Bereich wieder rein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu Sergei müssen oder zur Schreinkirche. Aber das werden wir wohl gleich herausfinden. Sieh dich in der Schreinkirche um. Okay, dann müssen wir doch zu der Schreinkirche. Und das müsste ja die Schreinkirche sein, theoretisch, oder? Also, würde ich jetzt vermuten. So. Wäre zumindest naheliegend. Eintreten. Sieht so aus. Ich frage mich zwar, wie er das große Tor aufkriegt. Boah, Alter. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Hier ist nix.
Dann mal ab nach vorne zu den Kinders. Zu den Kinders. Can you tell me the names of the Seraphim who hold the utmost power, known as the Five Lords? Museth! Oh, and Eumacia. Correct. Now, can you tell me the name of the last one? The Seraph who's worshipped here at the Shrine Church? Motolis! Mautolis. That's right. Mautelis is the Seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing. Vielleicht ist er gar nicht mehr. Vielleicht hat ihn Boshaftigkeit zersetzt oder so. The Shrine Church is Mautelis? The Five Lords, huh? Big movers and shakers. I bet Mautelis would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the Five Lords after all. You must be Sorey. Welcome to the Roland's Church headquarters. Woher weiß er das? I heard you were to visit. Please, come on in. Okay. Ob ich das jetzt so gut finde, dass die wissen, dass ich da bin, aber na gut. Wenn der das weiß, dann wissen das ganz andere bestimmt auch noch. The architecture definitely dates it to the height of the era of Asgard. Glad to see you're impressed, but don't let your guard down. So, wir gucken mal links und rechts, ob da irgendwas rumliegt. Da kann man speichern. Ah, ich darf nicht speichern. Ha! This inscription concerns the trial of the shepherd, and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Could the spiritual powers... Na, 2 haben wir ja schon. Be real. Geil. Everywhere. Oh mein Gott. Just possibly. It's like the lettering's meant to tell us something. But it's all gibberish. It must be some kind of code. Well, it does involve sensitive info. Maybe there's a hint to crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of cipher, and the key to interpreting it is handed down only from pope to pope. So, I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? Dafür müssen wir erstmal den Papst finden. Oh, fuck. Sorey! Something's wrong. Let's get out of here. I don't feel so Ach du good. Kacke. What is going on? It's Ach Hellions' du domain. Kacke. Just like when we fought Heldalf. So, ich würde ja fast sagen, bevor wir jetzt rausfinden, wer hier seine Domäne eröffnet hat und uns jetzt gerade angreifen will und vor allem diese Rafen wegmacht, würde ich sagen, ist die Folge vorbei. Ich hoffe, ihr mögt kleine Cliffhanger, denn das ist auf jeden Fall einer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe, ihr schaut bei der nächsten Folge wieder rein, um rauszufinden, was uns hier erwartet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.